YouTube verschärft ab 2027 die Monetarisierungsregeln. 8000 Stunden Watchtime, 20 Millionen Shorts-Aufrufe. Angeblich ändert sich für bestehende Partner natürlich nichts, aber auf der offiziellen Hilfeseite habe ich einen kleinen Ansatz, eine Aktivierungsregel gefunden, durch die auch eventuell alte Kanäle am Ende ihren Partnerstatus verlieren könnten. Was steckt dahinter und was müssen wir jetzt alles im YouTube-Studio eigentlich akzeptieren? Schauen wir es uns an. Gleich vorneweg eine wichtige Entwarnung. Die neuen 8000 Wiedergabestunden oder gar diese 20 Millionen Shorts-Aufrufe gelten als Eintrittshürde für neue Creator. Was also bedeutet, wer bereits vollständig im Partnerprogramm ist, muss diese massiven Werte nicht plötzlich jedes Jahr aufs Neue erreichen. Aber ganz so sicher wie YouTube das hier formuliert, ist unser Status dann doch eventuell nicht. Denn hier gibt es neue verschärfte Kriterien dafür, warum ein Kanal überhaupt noch als aktiv gilt. Und diese Regelung betrifft jeden einzelnen von uns, der bereits monetarisiert ist. Also Achtung! Ab Februar 2027 gilt ein Kanal laut YouTube als aktiv, wenn mindestens einer der 3 Voraussetzungen erfüllt ist. Die erste wäre, wie hier zu sehen, 1000 Stunden monetarisierbare Wiedergabezeit in den letzten 365 Tagen oder 1 Million Short-Aufrufe in den letzten 90 Tagen oder alle 90 Tage 2 Videos im Langformat oder 5 Shorts. Diese sind hochzuladen, damit man hier als aktiv gilt. Für Kanäle, die natürlich wöchentlich hochladen, ist das absolut kein Problem. Aber denk mal an die Kanäle mit sehr sessionalen Themen oder Leute, die eventuell mal krank werden oder vielleicht mal eine familiäre Pause einlegen wollen. Und jetzt wird es interessant. Falls euer Kanal keine dieser Aktivitätsanforderungen mehr erfüllt, gewährt YouTube laut Hilfeseite ein Zeitfenster von 90 Tagen, um den aktiven Status wiederherzustellen. Auffällig ist hier natürlich auch, für die Wiederherstellung nennt YouTube nur noch 1000 Wiedergabestunden oder 1 Million Shorts-Aufrufe. Neue Uploads werden an dieser Stelle nicht mehr erwähnt. Ob das bewusst so gehalten oder nur unvollständig formuliert wurde, lässt YouTube leider bislang offen. So erzählen kann man viel. Schauen wir uns das jetzt hier einfach mal in der Praxis an. Ich habe hier auf meinem Zweitkanal diese Meldung hier oben noch nicht angenommen. Die müsstet ihr jetzt eigentlich alle auch in euren Kanälen sehen. Wenn nicht, schaut einfach mal unter dem Punkt Einnahmen nach. Dort könntet ihr diesen Punkt dann auch finden. Wir klicken jetzt uns hier einfach mal durch und wir sehen, dass sich unsere Zustimmung hier auf diese 3 Module beschränkt. Das heißt zur Monetarisierung der Wiedergabeseite, zur Monetarisierung von Shorts und zur Monetarisierung durch Fan-Funding. Also schauen wir einfach mal, wie das hier funktioniert. Wir klicken auf Weiter und sehen hier nun die wichtigsten Bedingungen. Beginnen wir mit der Monetarisierung der Wiedergabeseite. Das erste Modul betrifft unsere Langvideos. Hier bleibt alles bei den bekannten 55% der Netto-Werbeeinnahmen. Das klingt zunächst besonders attraktiv. Bei Premium Lite fließen zukünftig 60% der Netto-Abonnenteneinnahmen in den Pool. Bei normalem Premium sind das nur 30%. Wir Creator enthalten anschließend 55% des Anteiles, der unsere Videos anhand der Wiedergabezeit zugerechnet wird. Ob dadurch einzelne Kanäle tatsächlich mehr verdienen, lässt sich heute aber noch nicht so richtig seriös sagen. Schließlich ist immerhin Premium Lite auch das günstigere Abo. Ich akzeptiere das jetzt hier einfach mal und wir springen zum zweiten Modul. Beim Shorts-Modul wird es nun wirklich interessant. YouTube beteiligt Creator hier mit 45% an ihren zugerechneten Einnahmen. Aber um überhaupt aus dem großen Short-Pool bezahlt zu werden, braucht ihr ab 2027 zwingend 10 Millionen monetarisierbare Short-Aufrufe. Das ist eine ganze Menge und das innerhalb von 90 Tagen. Schafft ihr das nämlich nicht, gibt es für diesen Zeitraum auch kein Geld aus dem Shorts-Pool. Neu sind gezielt platzierte Shorts-Anzeigen. Richtet ein Werbepartner seine Kampagne auf höchstens 5 Kanäle aus und ist eurer dabei berechtigt, erhaltet ihr 45% der direkten Netto-Werbeeinnahmen. Diese Einnahmen werden laut YouTube zusätzlich zum allgemeinen Shorts-Pool ausgezahlt. Ob und welche weiteren Voraussetzungen dafür gelten, beschreibt YouTube bisher allerdings noch und auch noch nicht besonders genau. Auch das akzeptiere ich jetzt einfach mal und wir gehen zur nächsten Karte oder zu den nächsten Bedingungen. Das ist das Modul zu kommerziellen Produkten. Um es mit einfachen Worten zu erklären, das ist das Modul für die Kanalmitgliedschaften, Super Thanks und ähnliches. Hier erhalten wir 70% der Nettoeinnahmen. Wer also Kanalmitgliedschaften, Super Thanks oder den Super Chat nutzen will, das heißt auch weiterhin nutzen und monetarisieren möchte, muss dieses Modul akzeptieren. Andernfalls fallen ab Februar 2027 die damit verbundenen Einnahmen nämlich weg.
Also scrollen wir auch ganz schnell mal nach unten und klicken hier auf Ich stimme zu und weiter. So, damit bin ich auch schon durch, was also für mich bedeutet oder eigentlich für uns bedeutet. Wer bestehender Partner ist und regelmäßig hochlädt, muss keine Angst haben. Wer die 10 Millionen Shorts-Aufrufe nicht erreicht, erhält vorübergehend keine Einnahmen aus den allgemeinen Shorts-Pool. Aber die Monetarisierung von Langvideos, Fanfunding oder andere Einnahmequellen bleiben natürlich davon unberührt. Hier gibt es aber ein ganz wichtiges Aber. Wer hier längere Pausen machen möchte, sollte sich vorher die neuen Aktivitätsregeln auf der Hilfeseite und das 90-Tage-Fenster genau anschauen und im Auge behalten. Kommen wir zu guter Letzt noch zu meinem Senf dazu. Das heißt Senf mit M. Was ich aus unternehmerischer Sicht absolut nachvollziehen kann, ist, dass YouTube sein Partnerprogramm auf aktive Kanäle konzentrieren möchte. Das heißt, nicht dauerhaft irgendwelche Einnahmen an vollkommen verwaiste Projekte ausschütten möchte. 2 Langformvideos in 3 Monaten halte ich grundsätzlich auch nicht für eine übertriebene Aktivitätsanforderung. Was ich aber kritisiere, ist die Kommunikation. YouTube betont, dass sich für bestehende Creator am Status nichts ändert, führt auf denselben Hilfeseiten aber neue Aktivitätsrichtlinien ein und diese auffälligen Wiederherstellungsregeln. Das heißt, das muss einfach etwas klarer kommuniziert werden. Das wäre mir hier an dieser Stelle sehr wichtig gewesen. Im Großen und Ganzen könnt ihr aber die Regeln auch nochmal nachlesen. Ich verlinke euch natürlich alle Quellen unten in der Videobeschreibung. So, das war's damit auch zu diesem Video. Abschließend noch eine kurze Frage. Habt ihr diese Module schon akzeptiert? Schreibt es mir doch bitte mal unten in die Kommentare und auch, was ihr davon haltet. Hat euch hier das Format gefallen und auch solche Klartext-Updates helfen euch eventuell weiter? Dann würde ich euch natürlich auch bitten, diesen Kanal zu abonnieren. Und wichtig, wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei. Dort gibt es auch eine kleine digitale Kaffeekasse. Dort könnt ihr mir einen digitalen Kaffee ausgeben. Das hilft mir und meinen Projekten natürlich hier diese ganze Geschichte zu finanzieren. Also, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.